Wisst ihr, wie heiß es am heißesten Ort unseres Planeten ist? Über 70 Grad. Hier kann man den Ausdruck Schmelzen vor Hitze wirklich wörtlich nehmen. Wo und warum ist es so heiß? Natürlich in der Wüste, von der ich euch heute erzählen werde, und auch darüber, was mit dem menschlichen Körper bei so einer Hitze passiert und wie die Beduinen selbst unter solch unmenschlichen Bedingungen überleben. Dasht e Lut. Sie dachten wahrscheinlich, dass dies die Sahara sei, denn das ist die Wüste, die in aller Munde ist, aber nein. Im Herzen des Irans liegt das Dasht e Lut, eine Wüste, die als der heißeste Ort der Erde gilt. Mit 51.000 Quadratkilometern ist das Dasht e Lut bekannt für seine einzigartigen Yadangs, windgeformte Formationen, die durch scharfe Kämme getrennt sind. Diese Skulpturen erreichen Höhen von bis zu 80 Metern und erinnern an Sandburgen von Riesen. Zwischen diesen Steinwellen sind Salztone verstreut, die mit Salzkristallen bedeckt sind und im Sonnenlicht funkeln. Umgeben von Gebirgen liegt die Wüste in einer Senke, in die keine feuchten Luftmassen eindringen. Zwischen diesen riesigen Wellen aus Stein sind Salztone verstreut, die mit Salzkristallen bedeckt sind und im Sonnenlicht funkeln wie Schnee. Umgeben von Gebirgen liegt die Wüste in einer Senke, in die keine feuchten Luftmassen vom Mittelmeer oder dem Arabischen Meer eindringen. Deshalb entstehen hier diese unglaublichen Temperaturen. Der Name Dasht e Lut bedeutet wörtlich Sandwüste, ein Ort ohne Wasser, was die Realität ganz gut widerspiegelt. Wasserquellen sind hier eine echte Seltenheit. Und nur am südlichen Rand der Wüste, wo sich die Salztonebene befindet, nicht der Pixar, kann man im Frühling ein Wunder der Natur beobachten. Das Auftreten eines flachen Sees, wie eine Fata Morgana im Reich von Sand und Sonne. Überraschenderweise gibt es hier sogar eine moderne Straße, die durch die Wüste führt. Aber mit ihren eigenen Besonderheiten, natürlich. Ich werde euch auch noch von ihnen erzählen und wozu das hier überhaupt gut ist. Aber lasst uns zuerst über die Temperaturen sprechen. Temperaturen. Ich möchte gleich einen Punkt klarstellen. Wenn es darum geht, extreme Temperaturen auf unserem Planeten zu messen, ist es wichtig, klar zu unterscheiden, worum es genau geht. Die Lufttemperatur oder die Temperatur der Oberfläche. Wenn man die Lufttemperatur betrachtet, ist das Death Valley in den USA der absolute Rekordhalter. Im fernen Jahr 1913 wurde hier eine Temperatur von 56,7 Grad Celsius gemessen, die bis heute als absoluter Rekord gilt. Mit so einer Luft kann man eigentlich nicht atmen. Sofort kommt es zu einer Verstopfung der Gefäße. Wenn es jedoch um die Hitze geht, die direkt von der Erdoberfläche ausgeht, dann hat die iranische Wüste Dasht e Lut die Nase vorn. Hier haben die Thermometer im Jahr 2005 unglaubliche 71 Grad Celsius an der Oberfläche angezeigt. Und das ist noch nicht das Ende, denn im Jahr 2022 wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Die Oberfläche hat sich auf 80,3 Grad Celsius erhitzt, was offenbar mit dem globalen Klimawandel zusammenhängt. Barfuß durch so eine Wüste laufen. Das ist ja so, als würde man die Füße auf eine glühend heiße Pfanne stellen. Kein Scherz. Interessanterweise sind die so hohen Oberflächentemperaturen in Dasht e Lut nicht nur auf klimatische Besonderheiten zurückzuführen, sondern auch auf die einzigartige Beschaffenheit. Aus dunklem Kies, der zur Erwärmung beiträgt. Außerdem liegt die Lufttemperatur hier auch nicht weit hinter den Rekordwerten zurück. Im Sommer erreicht sie leicht die Marke von plus 50 Grad Celsius und die durchschnittliche Monatstemperatur liegt bei plus 39 Grad Celsius. Nichts Schlimmes, denkt ihr? Ja, aber das ist mit kühlen Nächten. In solchen Bedingungen zu leben, ist praktisch unmöglich, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Die Vergangenheit und die Menschen. Aber nicht immer war dieser Ort so leer und lebenslos. Früher haben hier wirklich Menschen gelebt. Ungefähr 2.500 Jahre vor Christus. Das Gebiet rund um die Wüste Lut war einst ein Ort des Aufschwungs für eine alte Zivilisation. An der Westgrenze dieser gnadenlosen Wüste liegt Shadat, eine Stadt, die vom Wohlstand ihrer Bewohner zeugt. Während auf der östlichen Seite der Wüste Charizokta in seiner ganzen Pracht stand, eine ziemlich majestätische und große Stadt, die viele Spuren und archäologische Funde hinterlassen hat. Deshalb zieht die Wüste Dasht e Lut und ihre Umgebung heute besondere Aufmerksamkeit von iranischen Archäologen auf sich und ist zu einer Schlüsselregion für das Studium der Geschichte und Kultur des alten Iran geworden. Ihr fragt euch, wie konnten diese Städte in so einem Klima existieren? Laut Forschungen lag die Durchschnittstemperatur vor mehreren tausend Jahren deutlich niedriger. Und durch den Iran führten große Handelsrouten. Deshalb waren Städte in dieser Region einfach unverzichtbar.
In letzter Zeit wurden an den östlichen Hängen des Kermangebirges in der Nähe der Wüste umfangreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Und die Ergebnisse dieser Forschungen sind erstaunlich. Es wurden 87 alte Siedlungen entdeckt, die einen breiten historischen Zeitraum abdecken. Beginnend im 5. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung und endend in der späten islamischen Epoche. Davon gehören 23 Standorte zu den Perioden des Neolithikums und der Bronzezeit und öffnen neue Kapitel in der Geschichte der alten Zivilisation dieser Region. Wisst ihr, wie sie mit dieser Hitze gekämpft haben? Wie überleben die Einheimischen? Unter all den extremen Klimabedingungen auf der Erde nimmt die Hitze einen besonderen Platz ein. Die endlosen Weiten der Wüste, wo man nur Sand und lebloses Land sieht, können eine ernsthafte Herausforderung fürs Überleben darstellen. Es ist leicht, die Hoffnung zu verlieren, wenn man sich in so einem Gebiet ohne ein einziges Zeichen der Zivilisation am Horizont befindet. Dennoch hat die Menschheit gelernt, sich an solche Bedingungen anzupassen und das Überleben zur gewohnten Routine zu machen. Die Kleidung der Beduinen ist ein anschauliches Beispiel für diese Anpassung. Im Gegensatz zur Touristenmode mit Shorts und T-Shirts ziehen die Einheimischen am Rand der Wüste weite und lange Kapuzenmäntel vor, die den Körper komplett bedecken. Diese Wahl ist durch die starken Temperaturschwankungen bedingt, die tagsüber auf extreme Höhen steigen können, während sie nachts um 10 Grad fallen. Die Kapuzenmäntel schützen tagsüber vor Sonnenbrand und nachts vor Kälte, indem sie dem Körper helfen, den notwendigen Wasserhaushalt durch die verlangsamte Verdunstung von Schweiß zu bewahren. Helle Stoffe reflektieren die Sonnenstrahlen und verringern zusätzlich das Risiko einer Überhitzung. Eine Kopfbedeckung in der Wüste ist ein unverzichtbarer Teil der Ausrüstung. Falls er nicht vorhanden ist, kann jedes verfügbare Stück Stoff, sei es ein T-Shirt oder ein Schal, als Schutz für Kopf und Hals vor den brennenden Sonnenstrahlen dienen und Schatten für die Augen spenden, um die Sicht zu verbessern. Bei Sandstürmen sind normale Sonnenbrillen nutzlos. Man braucht spezielle Schutzbrillen, die seitliche Abdeckungen haben und eng am Gesicht anliegen. Andernfalls wird der Sand in die Augen gelangen. Intuitiv denkt man, dass man tagsüber in der Wüste gehen sollte, solange die Sonne scheint. Die Einheimischen raten jedoch, die heißesten Stunden von Mittag bis 3 Uhr nachmittags zu vermeiden und stattdessen eine Pause einzulegen oder Schutz zu suchen. Das hilft, die Kräfte zu schonen und eine Überhitzung zu vermeiden, was wichtig ist, um am Abend weiterzukommen. Um Wasser und Nahrung zu finden, ist es wichtig, die lokale Flora und Fauna zu kennen. Einheimische empfehlen, große Tiere zu beobachten, da sie oft zu Wasserstellen gehen. Wasser kann manchmal unter grünen Pflanzen gefunden werden, indem man ein flaches Loch gräbt. Die Orientierung nach den Sternen in der Wüste ist wichtig, da es keine anderen Orientierungspunkte gibt. Solche Kenntnisse im Voraus zu erwerben, ist sinnvoll, um sich auf eine Reise in solch ein Gebiet vorzubereiten. Deshalb ist es sinnvoll, sich solche Kenntnisse im Voraus anzueignen, um sich auf eine mögliche Reise in so ein Gebiet vorzubereiten. Wovor sollte man sich fürchten? Aber welche anderen Gefahren lauern auf den Menschen und wie reagiert der Körper auf diese verrückte Hitze? Die Wüste in ihrer Unendlichkeit und Monotonie erinnert an eine Einzelhaftzelle und stellt den Menschen vor die Herausforderung, die Orientierung zu verlieren. Die Wüste alleine zu überwinden, ist nicht jedem gegeben. Eigentlich kann man hier einfach verrückt werden von der Leere und dem Fehlen von Grenzen und Konturen vor einem. Eine weitere Bedrohung, die sich im Sand der Wüste verbirgt, sind die seltenen, aber intensiven Regenfälle. Ja, sie haben sich nicht verhört, obwohl wir in Filmen glückliche Gesichter von Menschen sehen, auf die die Regentropfen fallen. In Wirklichkeit können sie Phänomene hervorrufen, die als Quicksand bekannt sind. Diese gefährlichen Stellen entstehen, wenn Wasser, das sich nach einem Regenschauer im Sand angesammelt hat, durch die brennende Sonne in Dampf verwandelt wird, wodurch die Haftung zwischen den Sandkörnern verringert wird. Eine Person, die in solchen Sand versinkt, kann versinken. Dehydrierung tritt schnell ein. Wenn man sich im Sumpf an etwas festhalten kann, gibt es in der Wüste um dich herum nichts außer Sand. Versucht immer, mehr Wasser mitzunehmen, denn bei der Hitze tritt Dehydrierung schon nach ein paar Stunden ein. Übrigens, wisst ihr, einen weiteren interessanten Weg, wie man den Durst stillen kann. Übrigens nutzen das auch die iranischen Bewohner und erfahrene Reisende. Ich spreche vom Saugen glatter Steine, was vorübergehend das Gehirn täuschen und das quälende Durstgefühl lindern kann.
Obwohl dieser Rat in städtischen Bedingungen seltsam erscheinen mag, kann er in der Wüste dein Rettungsanker sein, um nicht den Mut zu verlieren und weiterzugehen. Ähnlich kann ein Minzbonbon vorübergehend den Durst stillen, auch wenn es Wasser natürlich nicht ersetzen kann. Probiert es im Urlaub oder im Sommer aus, es funktioniert wirklich. Wie ist das entstanden? Wie ist dieser teuflische Ort überhaupt auf unserem Planeten entstanden? Vor Millionen von Jahren lag das Arabische Meer. Es gab sanfte Meereswellen. Mächtige geologische Prozesse hoben den Meeresboden an. Aber was ist dann passiert? Durch mächtige geologische Prozesse begann der Meeresboden sich zu heben. Dieser schrittweise Prozess der Umwandlung führte dazu, dass das Arabische Meer verschwand und eine riesige, flache Hochebene hinterließ. Es ist jetzt von Bergen umgeben und hat kein Wasser mehr, während seine Oberfläche mit Sand bedeckt ist. Das Einzige, was an das frühere Meer erinnert, sind die Kiveri, Salzwiesen, die wie Stücke getrockneter Salz aussehen und daran erinnern, was hier früher war. Infolgedessen entstand eine riesige Pfanne mit hohen Rändern in Form von Bergen. Selbst die Nähe von Meeren hat keinen Einfluss auf das Wetter in der Wüste. So entstand eine riesige Pfanne mit hohen Rändern in Form von Bergen. Selbst die Nähe von Meeren hat keinen Einfluss auf das Wetter in der Wüste. Die Luft kann einfach nicht zirkulieren. Es ist ein einzigartiges Ökosystem, in dem fast alles Leben stirbt. Die Luft kann einfach nicht zirkulieren. Das ist ein einzigartiges Ökosystem, in dem fast alles Leben stirbt. Was ist noch einzigartig daran? Aber die Dünen und der endlose Sand sind nicht das Beängstigende an diesem Ort. Dashti-Lut ist bekannt für sein mysteriöses Mirage. Das ist nicht nur ein Spiel von Licht und Schatten, sondern echte Fata Morganas, die durch Schwankungen der Luftdichte bei extremer Hitze entstehen. Ähnliches kann man an einem heißen, sonnigen Tag auf dem Asphalt sehen. Nur hier erhebt sich Marieva nicht um ein paar Zentimeter von der Oberfläche, sondern schwebt vollständig in der Luft. Wenn man diese wellenförmigen Illusionen beobachtet, kann man erstaunliche Bilder sehen. Riesige alte Städte oder Oasen, riesige alte Städte voller Leben. Oder Oasen, in denen die Bäume grün sind und das Wasser in den Teichen außergewöhnlich klar und frisch ist. Diese visuellen Wunder sind nur Produkte der Vorstellungskraft. Bei extremer Hitze gibt es hier keine Menschen und das Wasser verschwindet schnell. Wenn der Fluss verschwindet, wird er zu salzigem Wasser. Das ist die einzige Wasserquelle in der Wüste. Und als der Fluss vollständig zu verschwinden beginnt, verwandelt er sich in einen Strom salzigen Wassers, dessen Konsistenz flüssiger Sauerraum ähnelt. Das ist die einzige Wasserquelle in der Wüste. Und weit entfernt von einer Oase, von der man träumen könnte, denn die Flüssigkeit ist viel zu salzig, um den Durst zu stillen. Aber was kann diese Wüste noch überraschen? Die Straße mitten in der Wüste. Selbst in dieser unglaublichen Hitze fehlt es Dashti-Lut nicht an menschlicher Präsenz. Ja, wie gesagt, die Menschen leben hier nicht, aber sie reisen hierher. Eine moderne, 200 Kilometer lange Autobahn erstreckt sich über seine Fläche und verbindet es mit der historischen Region Iran, Kharasan, die für ihre Safranfelder und Berberitzen berühmt ist. Die Autos, die diesen Weg zurücklegen, sind hier zu einem ziemlich gewohnten Anblick geworden. Da Iran ein Land mit muslimischen Traditionen ist, sind entlang der gesamten Straße an bestimmten Stellen kleine Häuschen oder überdachte Plätze eingerichtet, die für das Gebet das muslimische Namaz gedacht sind. Diese Orte werden Namaskane genannt. Interessant ist, dass an jedem solchen Ort ein Wasserhahn installiert ist, der das Wasser für die rituelle Waschung vor dem Gebet bereitstellt. Dieses Wasser wird mit Pumpen aus den Tiefen der Erde gefördert, was ein wahres Wunder unter den brennenden Sanden ist. Die Namaskane sind entlang der Straße verteilt, und die Straße selbst ist das einzige Zeichen von Zivilisation in der ganzen Gegend. Hier trifft man keine ständigen Bewohner. Die nächsten Siedlungen findet man nur an der Westgrenze der Wüste. Dort gibt es auch bescheidene Hotels. Spezielle Touren werden angeboten. Dort gibt es auch bescheidene Hotels, die für Touristen gedacht sind, die von dem extremen Ruhm von Dashti-Lut angezogen werden. Für diejenigen, die diesen Ort mit eigenen Augen sehen möchten, werden spezielle Touren angeboten. Und ja, hierher werden tatsächlich Touristen gebracht. Touristen. Und ja, hierher werden tatsächlich Touristen gebracht. Touristen.
Ihr fragt euch, was man in so einer Hitze überhaupt machen kann. Selbst wenn die Luft in Dashdelut auf 11 Grad Celsius abkühlt, bleibt der Boden heiß und speichert die Wärme. Das bietet Extremsportlern die Chance, abends barfuß über den warmen Sand zu laufen, was ihnen großen Spaß macht und Körper und Geist gut tut. Genau dann können sie sich den Luxus gönnen, barfuß über den warmen Sand zu laufen. Was, so sagen sie, unglaublichen Spaß macht und sich positiv auf den Zustand von Körper und Geist auswirkt. Fotos vor Sanddünen, Kamelen und Sonne werden wertvolle Trophäen. Diese Aufnahmen bewahren Abenteueremotionen in der heißesten Wüste und beweisen die Einzigartigkeit und Schönheit des Ortes, der unvergessliche Eindrücke schenkt. Die Fotos sind wertvolle Trophäen. Sie bewahren Abenteueremotionen und beweisen die einzigartige Schönheit des Ortes. Emotionen sind auf Reisen am wichtigsten. Diese Aufnahmen bewahren nicht nur die Emotionen des Abenteuers in der heißesten Wüste der Welt, sondern werden auch zum Beweis für die Einzigartigkeit und Schönheit dieses Ortes, der unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen schenkt. Und im Reisen sind die Emotionen doch das Wichtigste. Einverstanden? Welche Tiere leben in der Wüste? Übrigens, ich habe vergessen, von einer weiteren Gefahr in den Wüsten zu erzählen. Wilde Tiere und allerlei Schlangen und Skorpione, die oft mehr Probleme bereiten können als die Hitze. Aber in der nächtlichen Stille der Wüste Dashdelut werdet ihr sie nicht antreffen. Hier gibt es buchstäblich nichts Lebendiges, außer ein paar seltenen Georgien am Rand, die selbst von den Einheimischen kaum gesehen werden. Besonders hervorzuheben ist jedoch eine Entdeckung, die im September 2020 gemacht wurde. Zu dieser Zeit entdeckten Wissenschaftler in Dashdelut eine neue Art von Krebstieren für die Wissenschaft. Die Garnele Holocryptus fahini. Dieser einzigartige Fund wurde in einem kleinen See gemacht, der vergänglich in der südlichen Wüste auftaucht. Diese Garnelen können jahrzehntelang in Anabiose in ausgetrockneten Ablagerungen verweilen und schlüpfen kurz vor der Regenzeit, um ihren Lebenszyklus fortzusetzen. Es stellt sich heraus, dass diese Garnelen viele Jahrzehnte lang in getrockneten Sedimenten in einem schwebenden Zustand verbleiben können, um dann vor der Regenzeit wieder zu schlüpfen und ihren Lebenszyklus fortzusetzen. Es ist erstaunlich, dass sich jemand tatsächlich an diese unglaublichen Bedingungen anpassen konnte. Dashdelut ist ein erstaunlicher und fast lebloser Ort, aber es ist noch interessanter, ihn zu besuchen. Und wenn Sie dafür Remote-Arbeit benötigen, können Sie sich in unserem Team als Drehbuchautor, Redakteur oder Ansager versuchen. Der Link zu unserem Telegram-Bot wird in der Beschreibung sein. Danke fürs Zuschauen, abonniert, gebt einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.